Lenas verrückte Reise, Teil 1. Hallo, liebe Sonnenanbeter und Deutschenthusiasten. Willkommen zurück zu einer besonders ereignisreichen Folge von Annas und Lenas Deutschalltag. Lena, beim letzten Mal hast du uns ja von deinen spontanen Urlaubsplänen erzählt. Ich bin so gespannt. Hat alles geklappt? Oder gab's schon Drama vor dem Abflug? Hallo Anna, hallo zusammen. Drama ist vielleicht noch untertrieben für die letzten Stunden davor. Ich war total durch den Wind. Aber glaub's oder nicht, ich bin tatsächlich am nächsten Tag in den Süden geflogen. Es war total verrückt, aber absolut die richtige Entscheidung. Du warst total durch den Wind. Das glaube ich dir sofort. So spontan zu verreisen, das geht ja ganz schön auf die Nerven. Aber hey, du bist geflogen. Das ist die Hauptsache. Erzähl uns alles von Anfang an. Nachdem du Ja zum Angebot gesagt hattest, was ist dann zu Hause passiert? Packpanik Deluxe. Oh ja, Panik hoch 10. Ich hatte ja kaum Zeit. Kaum hatten wir aufgelegt, bin ich wie ein aufgescheuchtes Huhn durch meine Wohnung geflitzt. Zuerst habe ich meine Sommerkleider aus dem Schrank gerissen, dann die Bikinis, Shorts. Ich dachte nur, oh mein Gott, was nehme ich alles mit? Ich habe einfach alles in den Koffer gestopft, was irgendwie nach Sommer aussah. Und dann fiel mir ein, Sonnencreme. Fast hätte ich sie vergessen. Und mein Handy-Ladekabel. Das wäre echt eine Katastrophe gewesen. Ich habe auch noch in letzter Minute nach einem Reiseadapter gesucht. Ich glaube, ich sah aus wie ein wandelnder Kleiderschrank. Ich hatte wirklich Bammel, etwas Wichtiges zu vergessen. Du bist ja echt ein kleiner Wirbelwind. Aber Sonnencreme und Ladekabel, lebenswichtig. Klingt nach geordnetes Chaos. Und hat der Koffer überhaupt noch zugepasst? Mit Ach und Krach. Aber die Nacht vor dem Flug, puh, ich habe kaum ein Auge zugemacht. Ich war total aufgedreht und habe ständig gecheckt, ob Reisepass und Tickets noch da sind. Bestimmt 10-mal. Flughafen. Chaos pur? Klassisches Reisefieber. Aber es ist ja alles gut gegangen, oder? Wie war denn der Morgen des Abflugs? Der Wecker hat um 4 Uhr morgens geklingelt. Ich war so müde. Ohne doppelten Espresso ging gar nichts. Ich habe mich schnell fertig gemacht, letzte Checks. Dann habe ich ein Taxi zum Flughafen bestellt. Kam zum Glück pünktlich. 4 Uhr morgens. Respekt. Und am Flughafen? Alles reibungslos beim Check-in und bei der berühmt-berüchtigten Sicherheitskontrolle? Und, liebe Zuschauer, was meint ihr? Hat Lena ihre Wasserflasche diesmal rechtzeitig ausgetrunken oder gab's wieder ein kleines Drama? Schreibt's in die Kommentare. Fast alles lief wie am Schnürchen. Den Online-Check-in hatte ich ja schon gemacht. Das Kofferabgeben ging auch fix. Aber an der Sicherheitskontrolle, der Minischock. Mein Handgepäck wurde gestoppt. Mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte schon, jetzt ist alles aus. Oh nein, was war denn der Grund? Rate mal, meine Wasserflasche. Ich hätte im Boden versinken können. Ich hatte sie fast ausgetrunken, aber anscheinend war noch ein kleiner Rest drin. Ich habe sie einfach in der Hektik im Rucksack vergessen. Klassiker. Herz in die Hose und alles. Und was musstest du dann machen? Ich sollte sie entweder austrinken oder wegwerfen. Aber ich hatte ja gerade erst Espresso getrunken, also habe ich den Rest einfach in den Mülleimer gekippt. Die anderen Passagiere haben schon geschmunzelt. Zum Glück war der Sicherheitsbeamte super nett. Danach durfte ich weiter. Puh! Glück gehabt. Und wie viel Zeit hattest du dann noch bis zum Boarding? Noch gut eine Stunde.
Ich bin gemütlich zum Gate geschlendert, hab mir eine Zeitschrift und eine neue Flasche Wasser geholt. Die Stimmung am Gate war ganz entspannt. Und als es dann endlich losging, wie war der Flug? Alles entspannt? Super entspannt. Ich hatte ja einen Fensterplatz gebucht. Der Start war pünktlich. Neben mir saß ein nettes, älteres Ehepaar. Wir haben uns kurz unterhalten. Die meiste Zeit habe ich Musik gehört und ein bisschen gedöst. Das Bordpersonal war sehr freundlich. Es gab ein kleines Frühstück. Keine Turbulenzen. Und nach 3 Stunden sind wir pünktlich gelandet. Perfekt. Und dann? Wie war der allererste Moment im Urlaubsland? Oh, Anna, das war unbeschreiblich. Als sich die Flugzeugtür geöffnet hat, kam mir diese warme, salzige Meeresluft entgegen. Die Sonne hat richtig gebrannt. Ich stand da am Ausgang, total überwältigt, und hab sofort gemerkt, jetzt ist Urlaub. Alle Anspannung fiel von mir ab. Ich hab tief eingeatmet und einfach nur gegrinst. Das Hotel. Ein Traum. Das kann ich mir vorstellen. Und wie bist du zum Hotel gekommen? Am Flughafen habe ich mir erstmal einen Überblick verschafft. Mein Koffer kam schnell, und dann habe ich ein Schild für den Shuttlebus entdeckt. Die Fahrt dauerte so etwa eine halbe Stunde, und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. Palmen, das blaue Meer. Und das Hotel? Wie lief der Check-in? Total unkompliziert. Das Hotel sah super einladend aus. An der Rezeption wurde ich sehr freundlich empfangen. Eine junge Frau hat mir alles erklärt. Frühstück, WLAN, Pool. Ich habe ein Formular ausgefüllt, meinen Reisepass gezeigt und dann meine Schlüsselkarte bekommen. Klingt reibungslos. Und dein Zimmer? Hat es deine Erwartungen erfüllt? Anna, das Zimmer war ein Traum. Hell, sauber. Und das Beste, ich hatte einen Balkon mit direktem Meerblick. Ich habe die Balkontür geöffnet, das Rauschen der Wellen gehört und wusste sofort, das war die absolut richtige Entscheidung. Ich habe meine Tasche abgestellt, bin raus auf den Balkon und habe bestimmt 10 Minuten einfach nur aufs Meer hinausgeschaut. Unbezahlbar. Oh, Lena, das klingt absolut wundervoll. Das hast du dir echt verdient. Und liebe Zuschauer, Lena hat hier wieder viele tolle Verben im Perfekt verwendet. Bleibt dran. Am Ende gibt's unsere Wortschatztafel zum Mitschreiben. Wortschatztafel, Reisefieber, Flughafenstress and Happy End im Hotel. So, bevor wir gleich hören, wie Lenas erster Strandtag aussah, kommt hier unsere Wortschatztafel zur turbulenten Anreise. Achtung! Viele Bewegungsverben und Zustandsveränderungen bilden das Perfekt mit Sein. Achtet auf die Markierungen. S. Das Reisefieber and die Last-Minute-Vorbereitung. Total durch den Wind sein. Pläne über den Haufen, geworfen haben. Wie ein aufgescheuchtes Huhn. Geflitzt sein. Kleider aus dem Schrank. Gerissen haben. In den Koffer. Gestopft haben. Bammel haben. Kaum ein Auge. Zugemacht haben. Kontrolliert haben. Den Reisepass. Der Wecker hat geklingelt. Aus dem Bett. Katapultiert haben. Taxi zum Flughafen bestellt haben. Die Sonnencreme. Fast vergessen haben. Das Handy-Ladekabel. Fast vergessen haben. Der Reiseadapter. Gesucht haben. Der Flughafen an die Sicherheitskontrolle. Online-Check-in. Erledigt haben. Den Koffer am Schalter. Die Schalter aufgegeben haben. Der Beamte. Das Handgepäck wurde gestoppt. Das Herz ist in die Hose.
gerutscht sein. Die Nagelschere, übersehen haben, dalassen müssen. Die Wasserflasche, fast ausgetrunken haben, Rest in den Mülleimer, die Mülleimer kippen. Andere Passagiere haben geschmunzelt. Die Sicherheitskontrolle, passiert haben. Die Wartezeit, das Gate. Die Zeitschrift. Der Flug, die Flüge. Das Boarding hat pünktlich begonnen. Der Fensterplatz, gebucht haben. Neben jemandem gesessen haben, sich unterhalten haben. Musik gehört haben, gedöst haben. Die Stewardess. Das Frühstück gegeben haben. Die Turbulenz. Flug verlief ruhig, pünktlich, gelandet sein. Die Ankunft der Transfe. Die Flugzeugtür hat sich geöffnet. Die Meeresluft ist entgegengekommen. Die Sonne hat geschienen. Die Anspannung abgefallen sein. Tief eingeatmet haben, gegrinst haben. Sich Orientierung verschafft haben. Die Anzeigetafel. Koffer von der Gepäckausgabe geholt haben. Der Shuttlebus, Schild entdeckt haben. Palmen und Meer gesehen haben. Das Hotel und die Rezeption. Freundlich empfangen worden sein. Alles erklärt haben. Frühstück, Pool, WLAN. Das Anmeldeformular ausgefüllt haben. Die Schlüsselkarte bekommen haben. Zimmer war ein Traum. Der Balkon mit Meerblick. Rauschen der Wellen gehört haben. Tasche abgestellt haben. Auf dem Balkon gestanden haben. Aufs Meer hinausgeschaut haben. Eine fantastische erste Etappe. Liebe Zuschauer, seid gespannt auf Teil 2 von Lenas Spontanurlaub. Und ihr? Was war eure bisher schlimmste oder lustigste Flughafenpanne? Schreibt's uns in die Kommentare, aber bitte im Perfekt. Wir sind gespannt auf eure Abenteuer. Und packt schon mal die Strandtaschen. Tschüss. Tschüss zusammen.